Aucun mouvement. W sumie już wtedy po prostu powstało u nas podejrzenie, że Alors là, ils ont commencé à se demander... gdzieś tych Żydów musiano podziać. Ces Juifs. Tylko gdzie? Où est-ce qu'on les a mis? In Block 11, im Stammlager, in der Zelle Nummer 13, hauste das Sonderkommando. Diese Zelle war unterirdisch, gesperrt. Und von diesem Zeitpunkt waren wir Geheimnisträger, Toten auf Abruf. Wir dürften mit niemandem sprechen, mit keinen Häftlingen in Berührung zu kommen, nicht einmal mit SS-Männern einige, nur zu denen, die mit der Sache beauftragt waren. Da war schon ein Fenster, man könnte schon hören, was auf dem Hof losgeht. Die Exekutionen, wie die Menschen schreien, nur das Geschrei, aber wir haben nicht gesehen. Und so ging es uns einige Tage. Plötzlich kam wieder ein Unterführer von SS und der politischen Abteilung. Das war etwa 4 Uhr in der Früh. Der Lager schlaft noch, schläft noch alles. Verstummt war alles im Lager. Und wieder waren wir herausgeholt von der Bunkerzelle und gingen zum Krematorium. Da will ich da schildern, wie ich erlebt habe, also die Menschen, die noch lebendig waren. Wir mussten uns zu der Wand stellen und man wurde uns gesagt, niemand darf mit denen Menschen sprechen. Plötzlich macht sich die hölzerne Tür auf dem Vorhof im Krematorium und eine Prozession von etwa 250 bis 300 Menschen, ältere Menschen, Frauen, kam herein. Sie trugen Bündel, haben einen Davidstern. Und von weitens könnte ich entnehmen, dass es sich um polnische Juden handelte, die wahrscheinlich aus Oberschlesien kamen, aus dem Ghetto Sosnowitz, etwa 30 Kilometer von Auschwitz. Ich könnte von ihren Gesprächen entnehmen, wie sie sagen, Fachowetz, das heißt Facharbeiter. Dann könnte ich weiternehmen Malechemowes, das heißt jüdisch wieder der Todesengel. Hargenen, also man wird uns töten. Und von diesen Wörtern, die ich gehört habe, war mir klar, was sich im Gehirn diesen Menschen abspielte. Einmal sprachen sie von der Arbeit, wahrscheinlich hofften sie, dass sie doch auf die Arbeit kommen würden. Einmal sprachen sie von Malchemoes, also von den Todesengeln. Die beiden Sachen konfrontierten sich diese Wörter. Plötzlich kam eine Stille zwischen den Menschen auf den Hof des Krematoriums. Und diese viele Augen guckten auf dem flachen Dach des Krematoriums. Und wer stand da? Aumeier, der SS, der Chef der politischen Abteilung Grabener, Untersturmführer Hössler. Und da sprach zu der Menge Aumeier: Ihr seid hergekommen, um zu arbeiten für unsere
Soldaten auf dem Front kämpfen. Und wer arbeiten kann, dem wird es gut gehen. Plötzlich hat man gesehen, dass in den Menschen wieder ein bisschen Hoffnung gekommen ist. Das könnte man also ganz andeutlich spüren. Den Henker ist es wahrscheinlich gelungen, der erste Schritt. Oh, da sah es, dass es so geht. Da fing an wieder Grabner zu den Menschen sprechen. Wir brauchen Maurer, wir brauchen Elektriker, wir brauchen alle Facharbeiter. Und da nahm sich das Wort wieder der Hössler und guckt so in der Menge und sieht so einen kleinen Mann. Noch heute sehe ich in meine Augen. Was sind Sie vom Beruf? Der Mann sagt, Herr Offizier, ich bin ein Schneider. Sie sind ein Schneider. Was für ein Schneider sind Sie? Ich bin ein Herrn. Nein, ich bin Herrn, sowohl auch ein Frauenschneider. Wunderbar. Solche Menschenfrau brauchen wir in unseren Ateliers. Weiter guckte er, wandte sich auf eine Frau. Er sprach sie, was sind Sie vom Beruf? Krankenschwester, sagt diese Frau. Oh, wo, das brauchen wir Krankenschwester für unsere Krankenhäuser, für unsere Soldaten. Wir brauchen alle. Nur ihr müsst euch jetzt ausziehen, weil ihr müsst desinfiziert sein. Wir müssen für eure Gesundheit sorgen. Wie ich sie gesehen habe, sie schienen mir beruhigt zu sein. Sie waren glücklich, dass man ihnen zugesagt hat, und sie fingen sich an auszuziehen. Auch wenn sie gezweifelt haben. Wenn man leben will, muss man hoffen. Auf den Hof waren die Kleider geblieben. Überall. So zerstreut. Aumeier erschien glänzend zufrieden über den, wie er das gemacht hat. Und er hat sich gewandt auf einige SS-Führer und hat denen gesagt, seht ihr, so muss man es machen. Durch diese Maßnahmen hat man entwickelt eine weitere Sprung. Jetzt könnte man diese Kleider nämlich benutzen. In all of my work, I have never begun by asking the big questions because I was always afraid that I would come up with small answers, and I have preferred, therefore, to address these things which are minutiae or detail in order that I might then be able to put together in a gestalt a picture which, if not an explanation, is at least a description, a more full description of what transpired. And in that sense, I look also upon the bureaucratic destruction process, for this is what it was, as a series of minute steps taken in logical order and relying above all as much as possible on experience, past experience. And this goes not only, incidentally, for the administrative steps that were taken, but also the psychological arguments, even the propaganda. Amazingly little was newly invented until, of course, the moment came when one had to go beyond that which had already been established by precedent, and one had to gas these people or, in some sense, annihilate them on a large scale. Then these bureaucrats became inventors. But like all inventors of institutions, they did not copyright or patent their achievements, and they prefer obscurity. What did they get from the past, the Nazi? They got the actual content of measures which they took. For example, the barring of Jews from office, the prohibition of intermarriages, the employment in Jewish homes of female persons under the age of 45, the various marking decrees, especially the Jewish star, the compulsory ghetto,
the avoidance of any will executed by a Jew that might work in such a way as to prevent inheritance of his property by someone who was a Christian. Many such measures had been worked out over the course of more than 1,000 years by authorities of the church and by secular governments that followed in those footsteps. And the experience gathered over that time became a reservoir that could be used, and which indeed was used to an amazing extent. You mean that one can compare? One can actually Each compare. measure. One can compare a rather large number of German laws and decrees with their counterparts in the past and find complete parallels, even in detail, as if they were a memory which automatically extended to the period of 1933 and 1935 and 1939 and beyond. In such respect, they didn't invent anything. They invented very little, and they did not invent the portrait of the Jew, which also was taken over lock, stock, and barrel from writings going back to the 16th century. So even the propaganda were the realm of the imagination and invention. Even there, they were remarkably in the footsteps of those who preceded them, from Martin Luther to the 19th century. And here again, they were not inventive. They had to become inventive with a final solution. That was their great invention, and that is what made this entire process different from all others that had preceded that event. And in this respect, what transpired when the final solution was adopted, or to be more precise, when the bureaucracy moved into it, was a turning point in history. Even here, I would suggest a logical progression, one which came to fruition in what might be called closure. Because from the earliest days, from the 4th century, 5th century, 6th century, the missionaries of Christianity had said in effect to the Jews, you may not live among us as Jews. The secular rulers who followed them from the late Middle Ages had then decided, you may not live among us. And the Nazis finally decreed, you may not live. This means that the 3 steps were, the first one was conversion, the the followed second by one ghettoization, expulsion, expulsion, and the third was the territorial solution, which was, of course, the solution carried out within the territories under German command, excluding immigration, death. Final solution. And the final solution, you see, is really final, because people who are converted can yet be in secret Jews. People who are expelled can yet return, but people who are dead will not reappear. And in such a respect, the last stage, they were really pioneers and inventors. This was something unprecedented, and this was something new. And how can one figure give some ideas about the complete newness of this? Because I think that it was new for themselves too. Yes, it was new, and this, I think, for this reason, that one cannot find a specific document, a specific plan, outline, or blueprint, which states, now the Jews will be killed. Everything is left to inference from general words. Inference from? General wording. Mm-hmm. The very wording, final solution, or total solution, or territorial solution,
leaves something to the bureaucrat.